Achi noti swastvartham yachare stapayati yogi swayam acharate yasmat acharjus tenu kritita. Achi noti swastvartham swayam acharate stapayati yogi swayam acharate yasmat acharjus tenu kritita. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, there is nothing in this material world for which a pure Vaishnava can feel attraction. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada hat gesagt, there is nothing in this material world, da ist nichts in der materiellen Welt, for which für was reiner Vaishnava, bei was ein reiner Vaishnava angezogen sein kann. Ein reiner Vaishnava ist wirklich sehr selten. So, die reinen Vaishnavas sind so selten. Record? You know? Srila Bhakti Vijnana Thakur different articles. Er hat verschiedene Artikel geschrieben. Run here and there. Also du kannst dorthin gehen und dahin gehen. You can go here and there, search out. After long waiting, und nach langem Warten, luck is very good, wenn dein Glück auf deiner Seite ist, dann kannst du die treffen mit einem reinen Vaishnava. Also einen reinen Vaishnava zu treffen ist wirklich eine große Frage von Glück. Und auch wenn du den getroffen hast, nachher ist es sogar auch nur die Frage, ob du jetzt wirklich verstehst, dass er wirklich ein reiner Vaishnava ist. Niemand kann die Vaishnavas wie Vamsidas Babaji Maharaj, Gaura Kishore Das Babaji Maharaj verstehen. So, deswegen nach außen hin, normale Leute können das nicht verstehen. Die denken sich nach außen, da muss irgendwas, da muss eine gewisse Süße haben oder gewisses. Aber also, da soll man nicht abgeschreckt werden, wenn der Vaishnava eben nicht so äußerlich ist. Also wer ist Vaishnava und wer nicht? So wer Vaishnava ist und wer nicht Vaishnava ist. Also das kann man nicht jemandem überlassen, dass wer anderer mit der materiellen Einstellung das sagen kann, wer Vaishnava ist und wer nicht. Das ist, warum Srila Bhakti Vijnana Thakur sagt, nach einer langen Zeit, wenn der Glück ist auf deiner Seite, nachher kannst du so eine Person treffen. Bhakti Vijnana Thakur, der spricht auf die Art und Weise, dass in den Namen, if you are going to get the association of non-Vaishnava, at the same time just opposite. In the name of Vaishnava, you are going to also wenn du in dem Namen von Vaishnavas zu Nicht-Vaishnavas gehst und zur selben Zeit, wenn du reine Vaishnavas triffst, nachher kannst du sie nicht verstehen. So, das ist beides sehr gefährlich. Also es ist nicht möglich zu verstehen, wer Vaishnava ist und wer nicht. So, was ist dann die Prozedur, um das zu verstehen? Wie kann man das verstehen? Schon viele Mal hat er erwähnt, dass Gurudev ist selbst erleuchtend wie Bhagavan und Guru und Vaishnava können sich das Recht zu behalten,
sich nicht deine Sinne zu sorgen. So, der höchste Herr und seine Geweihten, die sind so clever, die haben das Recht, die können sich nicht deine Sinne sorgen, weil unsere Sinnesorgane sind materiell. So, alles ist materiell an uns. Wir versuchen Bhajan zu machen, aber doch, man muss auf die Stufe kommen, man muss ihn warten. Das ist ein Problem, großes Problem. Also du musst warten, bis du auf die Stufe kommst. So wer Vaishnava ist und wer nicht Vaishnava ist, das zu beurteilen, das ist nur möglich durch authentische Schriften. Das sind vielleicht gewisse Symptome, nachher seid ihr sicher, dass das, wenn du siehst, dass das ein Vaishnava ist. Also da gibt es Kanishta Adhikari, Madhyam Adhikari, Uttam Adhikari. Also gibt es so viele. Because Bhagavan self-effulgent, if somebody like to see sun god, so wenn jemand zum Beispiel den Sonnengott mit einer Taschenlampe sehen will, so spricht Srila Prabhupada in der Bhakshan. So that foolish people somehow they can understand, get some point. Anyway they cannot understand, they are so foolish. Somehow they can understand. Somehow they can understand. So this way, Prabhupada speaking, if somebody... So, auf die Weise spricht Srila Prabhupada, wenn jemand... If somebody speaking, I like to see sun god. Wenn jemand den Sonnengott sehen will mit einer Taschenlampe zum Beispiel, ist nicht möglich. Weil wenn der Sonnengott im Himmel aufsteigt, also wenn die Sonne aufsteigt, kannst du den Sonnengott sehen. Und zur selben Zeit kannst du alles sehen, wie alles andere ist. So, many times I told this point, logical interpretation cannot stand in the way of that absolute truth. Absolute truth, Supreme Lord, mean Bhagavad Tattva, mean total paraphernalia. Bhagavan, his name. Also Bhagavan Tattva bedeutet sein Name, seine Eigenschaften, alles. Paraphernalia, Namen, alles in komplett. Und das nennt sich dann Bhagavad Tattva. Bhagavad Tattva bedeutet nicht, dass Bhagavan und die Devotees verschieden sind. Das ist warum die Devotees sind das Herz von Krishna. Yes. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj hat ein Buch geschrieben, das Herz von Krishna. So du kannst es nicht trennen. Krishna, Bhagavad Tattva, from Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Chaitanya Mahaprabhu, not possible. This way it is very typical point. Srila Bhakti Vijnana Thakur hat eine gewisse Angst und Spannung für uns. Es ist spirituelle Anspannung. So wie ein Vater und eine Mutter für die Kinder eben Anspannung fühlt. So Srila Bhakti Vijnana Thakur hat viele Artikel geschrieben. So viele Artikel. Today I just complete one book, that book. Brother Sahajya, are you Gauriya? All scientific, nobody can cut point.
So heute hat er aus so ein Buch fertig geschrieben, wo eben die ganzen Punkte aufgelistet sind. So Bhakti Vinoda Thakur muss man das ständig lesen und mit ihm in Verbindung sein. Bhakti Vinoda kann niemals untergehen. Keiner kann Bhakti Vinoda stoppen. Bhakti Vinoda at present flowing like Falgu Nadi, a river Falgu. Aber jetzt momentan fließt die Bhakti Vinoda so wie Falgu Nadi. Sand is there everywhere. If you sight, so wie ein Fluss, wo unten fließt es. Das ist unterm Sand, ist der Fluss vorhanden. Also es muss da auf die Seite geben, den Sand und nachher. Also jetzt kann man die Bhakti Vinoda nicht wirklich sehen, weil im Namen von Harikatha und Haribhajan, those who are misguiding all common people, we common people so foolish, we common people also es sind so viele Leute, die was die Leute in der heutigen Zeit verwirren. deprived by them, that's why you are cheated. Wir wollen eben verwirrt werden oder betrogen werden. Deswegen kann man mit solchen Leuten dann in Verbindung. We are responsible. So wir sind selber verantwortlich. Srila Bhaktivinoda Thakur spricht. Wir folgen Ekadasi, Janmastami, Radhastami. Wir machen alles. Wir geben Tilak auf, tragen Tilak auf, chanten Harinam, Herren, Vaishnavas, da und da, Harikatha. Aber trotzdem sind viele in Verwirrtheit über den Prozess vom wirklichen Bhajan. Also, die können nicht sagen, was ist. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, wir machen eben die ganzen Sachen, Ekadasi, Harinam, Parikram, Chanten. Aber wir machen sogar Vaishnava-Seva. Aber doch, es ist bei manchen eben kein Resultat da. So, wenn die jetzt eben praktizieren, warum kriegen sie nicht ein wirkliches Resultat? Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, die seien in Verwirrung. Er kann ein Beispiel geben. Competitive examination for service or any competitive examination, there are 100 objective type question. 100 objective type questions are there. Each question bearing 1 mark. Each question bearing just 1 mark. You know. And if you make mistake, then you can get penalty -1. And if you give answer rightly, then you can get number 1. Also es ist so wie wenn du Fragen ausfüllst, wenn du in einer Company arbeitest und die Prüfung ist fertig und du findest dann aus, dass dein Resultat 0 ist. Kommt dann aus, dass du 50% richtig hast und 50% falsch. Und das ist dann some snack is a Ludo is called, and this way. So snack is there. If you are reaching 99,
Also es ist das Spiel, so wie Lila, da gehst du rauf, wenn da ist ein Würfelspiel, wo eben so eine Schlange ist, wo du dann, wenn die falsche Zahl würfelst, dann musst du wieder ganz runtergehen. So genau das Gleiche ist, wir machen eben die Dinge, aber eben, wenn man Apparat oder Vergehen macht, zu Bhakti Devi, das was viel vorkommt, und wir können den Apparat auch nicht verstehen. Manchmal machen wir Apparat zu Mahaprasadam, zu Guru und Vaishnava, Harikatha, Harinam, Dham. So wenn und wo wir die Apparats machen, das können wir nicht wirklich sehen. So die, was Hari Bhajan wirklich machen, die sind sehr clever. Srila Bhakti Vijnana Thakur ist ein persönlicher Begleiter von Gauranga Mahaprabhu. Wenn Srila Bhakti Vijnana Thakur in Puri war, das ist der Minister, und er hat dann die Oberhut gekriegt über den Jagannath-Tempel. Zu der Zeit ist ein Devotee gewesen, der hat Bhajan gemacht, aber der hat Bhakti Vijnana Thakur nicht verstanden können. Er hat den Bhakti Vinod manchmal hat kein Tilak getragen, und er hat die Kante mal nicht gesehen, weil er sie unter Kleider war. Und der hat dann eben nicht verstanden, dass das ein reiner Vaishnava ist. Er hat gesagt, und so ist er dann, hat er ein Vergehen gemacht und ist dann runtergefallen. Und bei der Barmherzigkeit vom Jagannath hat er dann später verstanden, dass er ein großes Vergehen gemacht hat. Dann ist er hingegangen und hat sich entschuldigt bei ihm. Please excuse me. I couldn't understand you. Also ich habe die nicht verstehen können. I couldn't understand you. That's Zu der why Zeit. I thought you are not Vaishnava. Und deswegen haben wir gedacht, du bist kein Vaishnava. I came to know that you are pure Vaishnava. Nobody can understand your activities, anything. Who is Vaishnava, who is not? So wer ist Vaishnava, wer ist kein Vaishnava? In one line we can say one point. Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, der spricht, jemand, der was immer bereit ist, gewissen Seva machen zum Namen, zum Dham, zu den Vaishnavas, die ganze Zeit. All the time busy to do something for Dham, Nam, Parikar, Vaishishta, everything. All the time busy. Also der, was die ganze Zeit so beschäftigt ist. You cannot get even 1 second gapping. Also du wirst da keine Sekunden finden, wo eben eine Lücke ist. Wenn Maya Devi eine Sekunde findet, kann sofort Maya Devi reinkommen und kann die rauswerfen. So reine Vaishnavas, da wirst du nie irgendeine Lücke finden in deinem Leben. Also die haben ununterbrochenes, im Schlaf, im Sitzen, immer. Es ist alles komplett im Bhajan inbegriffen. Und jetzt gibt es einen wichtigen Punkt. Everybody doing tilak, everybody chanting Harinam, everybody is, hearing Harikatha, doing Ekadasi, how we can detect. So jeder chantet, macht Ekadasi, das und das. So wie kann man jetzt verstehen, ob einer wirklich ein Dämon ist oder ein Vaishnava? Wie kann man das verstehen? Srila Prabhupada sagt, if you find he is in the guise of Vaishnava days, du kannst vielleicht vorfinden, dass er in der Vaishnava-Dress ist, aber er ist gegen reine Vaishnava.
Wenn reine Vaishnavas irgendwas machen, their activities can never be wrong activities. Guru Vaishnava can do wrong. Is possible? How possible? so Guru und Vaishnava, die können keine Fehler machen. Die sind raus aus den 4 Defekten. Brahma, Vipalipso, Kanapadava. So reine Vaishnavas, die können die Fehler nicht machen. So you see, Prabhupada giving scientific evidence. So Prabhupada gibt einen wissenschaftlichen Beweis. Wenn du vorfindest, dass jemand gegen reine Vaishnavas ist, seine Aktivitäten, sein Siddhanta, er kann nach außen hin ganz freundlich sein und ganz nett mit dir sprechen, aber wenn er gegen reine Vaishnavas ist, dann sei dir sicher, dass er in der Verkleidung ist und in Wirklichkeit der Dämon ist. So bevor du Harikata hörst von irgendwo, da ist es die Bitte von den Schriften. Before hearing Harikatha from any source, you must, try to understand the authenticity of his, his authenticity. Also du musst die Person wirklich kennen. Bhagavad discourse, you can remember, Jiva Goswami was speaking, Bhakta Sarag Nirag Divido Parikirtita. Jiva Goswami is speaking, there are 2 kinds of speakers. Srila Jiva Goswami, der spricht eben, da gibt es 2 Arten von Sprechern. Der eine Sprecher, der macht sich nichts draus, was es Pratishta, was für Ehre und Ruhm und Reichtum kommt. Er redet einfach über die Wahrheit, er macht sich nichts draus. Er will nur die höchste Person zufriedenstellen bei seiner Harikata. Sein Harikata ist wirklich, um den Höchsten zufriedenzustellen. Wenn mein Harikata eben dafür da ist, um uns zu befriedigen, dann ist es kein Harikata. So you see, Prabhupada speaking that if he is against Guru Vaishnava, pure Guru Vaishnava, then be careful. Be careful. Against Guru Vaishnava, then be careful. So, actually Prabhupada giving this So, Srila Prabhupada gibt es Siddhanta und sagt, in Bengali, you should take your ear in front of a pure Vaishnava. Also nimm dein Ohr und trag das zum reinen Vaishnava. Your body going here, you're going, your mind going. So Baba speaking, you should put your ear in front of a. So bring dein Ohr vor am reinen Vaishnava und hör für dem. Where actually fear, firing Harikatha coming, then you can change your heart, dirty heart, because we cannot expect common man out of karma, krodha. It's not possible. Ansonsten, wenn du nicht von so einer Person hörst, nachher kannst du nicht frei werden von den Dingen. Normale Leute, die sind eben voll von Anarthas, mit so Unreinheiten. So, die wissen nicht, wo sie Fehler machen. Where they are making mistake, they cannot understand. So, actually, today is the appearance day of a nice Vaishnava. His name is Srila Bhakti Vijnana Bharati Gosvami Maharaj. Also heute ist der Erscheinungstag von Srila Bhakti Vijnana Bharati Gosvami Maharaj. He is the #1 disciple of Also er ist Bhakti Madhav Goswami Maharaj. Also ist der erstklassige Schüler von Srila Bhakti Madhav Gosvami Maharaj. Gurudev Srila Madhav Goswami Maharaj used to say, über ihn hat Srila Madhav Goswami Maharaj gesagt, Narottama Brahmachari
Sein moralischer Charakter, der ist so hoch. Sein Acharan und sein Charakter, der ist so perfekt. Also Narottam war sein Brahmachari-Name. Also er hat so ausgezeichnete Charakter, fehlerlos, makellos. Also er ist vom Bankura-Distrikt. Avirbhav und Tirobhav ist für Guru und Vaishnava dasselbe. Nicht, dass er jetzt philosophisch das spricht, sondern er fühlt den Punkt. Avirbhav und Tirobhav war das Gleiche sein. Also wenn du nicht den Punkt fühlen kannst, dann das ist zum Fühlen. Und der wichtige Punkt ist, ein vitaler Punkt. Mit Anarthas kann man nicht Hare Bhajan anfangen. With Anartha, nobody can start actual Hari Bhajan. What to speak about Raganuga Bhakti Rupa? Also mit Anartha keiner kann Bhakti starten, was ganz zu sprechen von Raganuga Bhakti, Raga Bhakti. If you can cut one Siddhanta there. But I cannot tolerate that you can become Sahajya. Also wir wollen nicht tolerieren, dass wir Sahajyas werden. I can speak in front of Supreme Lord for hours. Er kann vor dem höchsten Herrn sprechen, allein auch, so wie im Suryakund, im Wald oder in Gokul. So er macht sich nichts draus. So you see, Acharan is most important. So Acharan ist das Wichtigste. So der erste Vers, mit dem man angefangen hat, ist vom Vayu Purana. Vayu Purana. I can discuss this point also. So Avirbhav, Tirobhav, all the same. At the same time, I am bound to say Tirobhav is more important than Avirbhav. Also Tirobhav ist auf eine eigene Art und Weise wichtiger. Time is very limited. In Tirobhav, we can know everything about that Vaishnavis activities, Siddhantas, everything. Ja, in der Tirobhav, da kann man dann erkennen, was die Person in seinem Leben gemacht hat. So deswegen ist es wichtiger. So heute ist der Avirbhav Erscheinungstag von Guru Vaishnava. Today is the appearance day of Bhakti Vijnana Bharati Gosvami Srila Bhakti Vijnana Bharati Gosvami Maharaj. So now actually is the Avirbhav. Today is the Avirbhav. He took birth in Bankura. So hat Geburt genommen in Bankura. I don't like to speak this way that he took birth in Brahmin family is very bad. Also will nicht so sprechen, dass jetzt in einer Brahmin-Familie geboren ist. If I myself making any mistake, Vaishnava, Brahman, Vaishnava, Kshatriya, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, wrong. We should not speak das this ist way. alles falsch. Es sind falsche Auffassungen. Big opera. You can remember one incident I told you long ago, maybe two years back. At the bank of Radhakunda, auf dem Ufer vom Radhakunda. Prabhupada fasting for a long time. Why? Some Brajavasi Panda, Pandit, Srila Prabhupada hat dort gefastet, weil Panda, Raghunath Das Goswami ist ein Vaishya und derjenige hat gesagt, er ist ein Brahmana. So, der hat gesagt, dass er höher ist. Also er hat gesagt, Raghunath, der kann uns Segnungen geben. Aber Prabhupada hat dann für lange Zeit hat er gefastet. Und alle Guru und Vaishnavas, die sind dann aufgewühlt worden. Und das sind gekommen und die haben protestiert gegen den Panda. Warum sprichst du so?
Also du musst gehen und für Entschuldigung bitten. Und nachher hat Srila Prabhupada erklärt, warum er eben jetzt gefastet hat. Also, dass man eben sagt, Raghunath Das Goswami ist nicht der Brahman, er ist Vaishya. Also wenn ich das zu hören kriege, dann ist es besser, ich stirb. Und Raghunath Das Goswami ist kein Brahmana, sondern er ist eine Vaishya-Familie geboren. So dass es besser zu sterben. So nachher hat Srila Prabhupada gesagt, dass Vamsi Das Babaji Maharaj kommt von einer Fischerfamilie. Das ist ein reiner Vaishnava. Krishna selber, der will die Staubpartikeln von Vamsi Das Babaji Maharaj und Gaurkishore Das Babaji Maharaj nehmen. Was ist dann zu sprechen von uns? Im Bhagavatam hat er gesagt, Bhagavan Sri Krishna, der Saga vom Uddhav, also er folgt Guru und Vaishnava. Warum? Warum geht Krishna immer, folgt er immer Guru und Vaishnava? Weil wenn die gehen und dann gehen dort und dort, gehen Staubpartikeln auf und somit fallen die dann auf meinen Körper. Und so in meinem Körper sind so viele Universen und mit dem Staub will ich mich selber reinigen. Sudama Vipra, der ist auch nach Dwarka gegangen und Krishna hat seine Lotusfüße gewaschen und hat sein Wasser von dem Fußwasser, was er auf seinen Kopf genommen hat. Chaitanya Mahaprabhu hat da in Gaya das Wasser getrunken, wo die Füße gewaschen worden sind von einem Brahmana. So all die Punkte können uns sein Beweise, dass eben Krishna nicht und seine Devotees nicht verschieden sind. So deswegen kann man nicht sagen, that Vaishnava is, from a low caste, You can also remember Jaru Thakur. He is from a very low caste, externally. Jaru Thakur, der ist auch von einer niedrigen Familie. Uncle of Raghunath Das Goswami, previous. So wie der Onkel von Raghunath Das. Und der ist zu Jaru Thakurs Haus gegangen mit einem Korb voller Mangos. Also Jaru, der Sadhu denkt sich, oh, ich bin von einer niedrigen Familie, ich kann nicht kochen für die. Potato that time not available actually. Potato only is 60 years, 50 years coming in India. Potato. You cannot find any list of potato in the menu of Chaitanya Mahaprabhu. In Chaitanya Bhagavad Chaitanya, nowhere you can find. Nowhere. Also jetzt, Kartoffeln gibt es erst in Indien 60 Jahre. Du kannst in Chaitanya Mahaprabhus Zeit keine Kartoffel finden. Und Jagannath selber hat keine Kartoffeln. Washing lotus feet there, where? In Puri, Jagannath, before entering Jagannath temple. You can remember also Jagannath im Tempel, da hat Chaitanya Mahaprabhu die Füße gewaschen. Und Chaitanya Mahaprabhu hat niemanden erlaubt, irgendwas von dem Fußwasser zu nehmen. Von seinen Lotusfüßen. Aber der Brahma, der hat dreimal getrunken, sagt nicht mehr. Und der Jaru Thakur in seinem Haus wohnt irgendwo in Bardhaman. So, wenn du zustimmst, nachher gebe ich die rohen Artikel und dort koche ich in dem Haus von einem Brahmana. Und
with prasadam this that because I am already getting prasadam from you. Because you are pure Vaishnava. No, don't speak, I am not pure Vaishnava. Und der Chaitanya Mahaprabhu sagt aber, du bist ein reiner Vaishnava, so ich bin gekommen, um von dir Prasadam zu nehmen. Du sprichst Harikatha, so beide von dem sprechen miteinander. So das ist dann wirklich, Prasad ist Harikatha. Nach dem Kalidas, der Onkel vom Raghunath, der ist weggegangen. Also wenn er die bittet, die werden nicht die Rechte von ihnen geben mit Uchista. So Charu Thakur nimmt Mangos aus dem Korb und sagt der Frau, wasch die und nachher opfere ich das zu Krishna. Mental. Taking mango nicely and all, skin and Nachher hat er die Mangos gegessen. That seed throwing into dustbin. Und nachher hat er den Samen, den Kern von der Mango in den Mülleimer geworfen und er ist dann gekommen und er hat dann das gegessen. Und hat gesagt, oh, er hat jetzt die Vaishnava-Rechte Uchista gekriegt und weint. So in dem Fall ist Vaishnava Uchista Bhadachal Bhakta Bhakta Vesha Dinamama. Also die Überreste von den Vaishnavas, sowie das Wasser, was die Füße wascht und der Staub. Das sind 3 Arten von Medizin, die was so stark sind für unser Bhajan. So sei da. Be careful all the time. Now they actually so about Vaishnava. I cannot pass this kind of remark that Jaru Thakur is from a very low caste, this that I cannot pass. Also man kann ihm nicht sagen, dass Jaru Thakur von einer niedrigen Familie ist, so wie Haridas Thakur, also Hautfarbe und Kaste. Haridas Thakur, keiner kann vergleichen mit irgendwen, er ist Namacharya. So dass Sanatana Goswami spricht von topmost honor, yes. You are Namacharya. Is topmost honor? Topmost honor is Namacharya. So er hat den Namen gekriegt, dass er eben der Namacharya ist, der Führer vom heiligen Namen. Sanatana Goswami hat so gesprochen. Harinam ist alles. So Harinam ist die Wurzel von allem. All unser Bhajan, Smaran, Kirtan, es hängt vom heiligen Namen ab. Even Jiva Goswami was speaking, if you are going to practice any kind of bhajan, Jiva Goswami sagt, wenn du eine Art von den 64 Arten vom Bhajan betreibst, so 9 Punkte sind gegeben von Prahlad Maharaj, Shravanam Kirtanam etc. Und Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt 5. So wenn du eine Art von dem ausführst, dann kannst du Krishna Bhakti kriegen. If you can do, practice very purely. So wenn du eine Art von den 5 ausführst, das kann der Bumper Access geben, Success. So Harinam, der heilige Name, ist die Wurzel von allem. Raganuga Bhajan, Rupanuga Bhajan, alles, alle Arten von Bhajan. Der Wurzel ist Harinam.
Und Haridas ist Namacharya. Jiva Goswami spricht, wenn du irgendeine Art von Bhajan-Mode, irgendeine Stimmung ausführst, nachher muss das immer zusammen mit Nam Bhajan ausgeführt sein. Jiva Goswami sagt eben das. Kalau Jaddapi, though in Kali Yuga we have to practice different kind of bhajan mode, we know. But still, Sankirtan and Sankirtan Yogena Kriyeto. Also du musst die ganzen Arten mit Sankirtan begleiten. Wenn du kochst, nachher chant immer Hare Krishna. Überall, bei allem, was du machst. Die Kleidung, was du waschst, wenn du alle Sachen musst du immer ständig chanten. Also es muss alles immer zusammen mit Sankirtan ausgeführt werden. So, jetzt besprechen wir ein paar Spezialitäten von Srila Bhakti Vijnana Bharati Gosvami Maharaj. I don't like to speak this way. Because anyway he is Vaishnava. If I speak this way, that he is from a Brahmin family, this, that, then I am going to insult him. I should not speak this way. He is Vaishnava. Anyway, so many restrictions, rules and regulations he used to follow in his previous home. So viele brahminische Regeln hat er ausgeführt. Also normale Leute, die können nicht über das denken. Währenddessen er Prasadum genommen hat, hat keiner ihn rufen können, nachher hört er auf zu essen. So wenn ihm da wer ruft, und hat er aufgehört. So was bedeutet es? Be careful. This means this Vaishnava from his, in his previous home, he used to follow these rules and regulations. So in seinem Purva Ashram hat er eben die ganzen Sachen befolgt, der Srila Bharati Vijnana Bharati Gosvami Maharaj. Nobody can understand. If I speak purely, oh, Bhakti Vijnana Thakur, then Bhakti Vijnana Thakur can present. Bhakti Vijnana Thakur, der Name und Bhakti Vijnana Thakur ist nicht verschieden. Also hab keinen Zweifel in dem. I give example many times. One devotee going to leave body, so, es hat schon viele Beispiele gegeben, zum Beispiel auch Devotee in Assam hat seinen Körper aufgegeben. Er hat viele falsche Aktivitäten begangen. Er war der Schüler von Prabhupada, aber hat nicht gefolgt. Er ist verrückt worden, hat viele falsche Dinge. Und zu seinem Todeszeitpunkt sind die Yamadutas gekommen. Und zu der Zeit hat er dann gerufen, Prabhupada, schütz mich. Und zu der Zeit ist Prabhupada gekommen, gleich, sofort. Also hab keinen Zweifel in das. So wie Harinam, der heilige Name, ist das gleiche wie Hari. Namas Chintamani, Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. Also im Bhakti Rasamrita Sindhu, da wird ihm aufgezeigt, dass Harinam ist das gleiche wie Krishna selber. So Guru und Vaishnava, das sind das Herz von Krishna. So das Herz ist nicht verschieden, separate von Krishna, alle Teile von Krishna. Das ist alles komplett Krishna. Die Ohren, die Augen, die Finger.
Man kann das ganze Leben Bhajan machen, aber wir können es nicht fühlen. Nur wenn uns ein wirklicher Vaishnava Barmherzigkeit gibt, das auf Fingerspitze von Krishna ist selber komplett Krishna. Also in der Isa-Upanishad, das immer Om-Purnam, das I say, how possible, come on, how possible for him to understand this rare points, to realize these points there. He is a pure Brahman, pure Vaishnava. Pure Brahman means pure Vaishnava. So, reiner Brahman means Vaishnava. Reiner Brahmana bedeutet reiner Vaishnava. And not Vaishnava, it is quite impossible. Brahman, but not Vaishnava is impossible. So, Smarta Brahman, they are actually not Brahman. Smarta Brahmanen, sie sind nicht wirkliche Brahmanen. Krishna Bhakti, who is Ohne Krishna Bhakti, devoid of Krishna Bhakti, is not at all Brahman. ohne Krishna Bhakti bist du kein His Brahman. Brahmanism is satisfied by his Krishna Bhakti, Vishnu Bhakti. Also Brahmana kann man sich nur nennen, wenn man Krishna Bhakti ausführt. He is Brahman. So wie So Bharati Maharaj Srila was Bharati Brahman, not Maharaj, Vaishnava, quite impossible. der ist Brahmana gewesen und nicht Vaishnava. Das ist nicht möglich. Er war Vaishnava. This conception is very rare conception. Ansonsten das Konzept ist Just now I told Harinam ganz is selten. equal to Harinam Hari, and those paraphernalia, ist they are gleichzusetzen together with wie Hari. mit Krishna. They are the heart Und of all Krishna. seine Geweihten, das sind das Herz von Krishna. Ambarish Maharaj, they have also this point. Aham Sadhanam Bhakta Hidayam Paradina. Vajham. I told you. So this way you see, they are actually inseparable from Krishna. So, die sind untrennbar von So Krishna. when I can speak, oh Prabhupada from heart, Prabhupada is present. So, wenn du von Herzen sprichst, oh Prabhupada, nachher ist Prabhupada This dort auch Prabhupada's präsent. name, if I can speak very purely, it is transcendental. Also, wenn du den Namen komplett rein aussprichst, nachher ist es ein So when transzendentaler somebody Name. calling, Es ist nicht verschieden vom Prabhupada this selber. conception is very right. So, das If ist ein somebody Konzept, calling was the name of fantastisch ist. Brahmachari, by name he is calling, he is taking prasad, then he is touching by Harinam. By name. Sound. So scientific point he used to speak in front of me and everybody. So how possible? Actually you were supposed to take Diksha from Srila Bhakti Vijnana Gosvami Maharaj. Er wollte Diksha nehmen eigentlich vom Vyasa-Puja Gosvami Maharaj. Jajava Goswami Maharaj. Als allererstes hat er ihn getroffen und ist dort beeindruckt gewesen von ihm. Srila Jajava Goswami Maharaj war Bhajanista. Er hat Bhajan gemacht, ganz schönes Bhajan. Er war der letzte Sannyas-Schüler von Srila Prabhupada. Srila Jadava Goswami Maharaj got sannyas from Prabhupada. He was the last, sannyas of Prabhupada. And Prabhupada used to give Radha Gayatri Radha Mantra to him specially. Srila Prabhupada hat das Radha-Mantra zu ihm Almost gegeben. rare. Ganz, ganz selten. I never heard from Guru Varga, maybe somebody, but I heard Srila Jadava Goswami Maharaj got Er hat Radha gehört, Gayatri Radha Mantra from Prabhupada, which Prabhupada used to dass take Srila all the time. Prabhupada, And that mantra I got somehow. How I got, I want to speak. I have received that mantra. er hat eben dasselbe Mantra gekriegt. Das Mantra ist ganz selten, was Srila Prabhupada praktiziert hat. Used to do bhajan, and Srila Jadava Goswami Maharaj used to stay in a very, not running here and there most of the time, staying in bhajan guri, doing kirtan nicely, speaking Harikatha. Jajava Goswami Maharaj ist nur ganz selten rausgegangen
Der hat sein Bhajan gemacht und hat chanted und gesungen. Aber Madhav Maharaj, der ist hier und da hingelaufen und hat so viele Sachen gemacht. Nachher hat er sich entschieden, von Bhakti Madhav Gosvami Maharaj Einweihung zu nehmen. So, das sind nicht verschiedene zwar, aber er hat sich dann doch entschieden, von ihm Einweihung zu nehmen. Von Bhakti Madhav Gosvami Maharaj. Srila Bharati Maharaj, der ist später gekommen nach Bhakti Gosvami Maharaj, Damodar Maharaj ein bisschen später, aber doch so machtvoll. Also die ersten Devotees, was vom Srila Bhakti Madhav Gosvami Maharaj gekommen sind, in der Zeit, wo er der Acharya von der Chaitanya Math. Srila Bhakti Madhav Gosvami Maharaj, not Madhav Gosvami Maharaj, actually Hayagriva Brahmachari, who was the Acharya. Hayagriva Brahmachari, es war der Acharya von der Chaitanya Math. Er ist zum Acharya gemacht worden. Zu der Zeit ist Srila Damodar Maharaj, Bhakti Vijnana Bharati Gosvami Maharaj, Bhakti Gosvami Maharaj. If you see the figure of Srila Bhakti Madhav Gosvami Maharaj, also wenn du die Figur gesehen hast von Bhakti Madhav Gosvami Maharaj und von Narottam Brahmachari, die haben sich alle gedacht, das ist der Sohn von Bhakti Madhav Gosvami Maharaj. So die Leute, die sind in Konfusion, verwirrt gewesen. Die haben gesagt, er ist der Sohn von Prabhupada, aber Prabhupada hat keine Kinder und nichts gehabt. Er ist Neishtika Brahmachari gewesen, von Geburt. So how possible? But still people get in confusion. Maybe Madhav Gosvami Maharaj is the, son of Prabhupada. And if somebody watching the figure of Narottama Brahmachari, so nice, stout figure. I have one picture, young boy. Yes. So nice looking. Everybody, those who are not, they have no information about. Also Narottam Brahmachari, die haben da alle gesagt, das ist der Sohn von Madhav Maharaj. Und so enthusiastisch, wie er ihm gedient hat. Sein Guru Maharaj, Bhakti Pramod Goswami Maharaj, hat gesagt, jedes Siddhanta bei Bhakti Vijnana Bharati Gosvami Maharaj ist wissenschaftlich. Seine Vaishnava-Etikette und sein Acharya ist so perfekt. So, heavily. You cannot understand. Es ist schwierig zu verstehen für normale Leute. I cannot forget Srila Bhakti Vijnana Bharati Maharaj. Anytime, any writing I am writing, jede Bücher, was er geschrieben hat, alle dort ist er zu Bhakti Vijnana Bharati Gosvami Maharaj gegangen, weil sein Gurudev gewisses Krankheitslila offenbart hat. Er hat ihn nicht stören können, sein Gurudev, nein, ist er manchmal zum Shanta Goswami Maharaj gegangen und zu Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami. Und die haben gesagt, okay, sehr schön, keiner kann gegen dich gehen. Keiner kann mit dir. I'm in Vyasa-Puja sitting this way. Any protest, not anything, reading. Very nice and published. Yeah. Nobody can do anything against you this way. No change of decision, nothing.
Also die haben gesagt, die sind super, so wie du schreibst. Also er ist sehr glücklich. Das kann er sofort publizieren. Sai Guru Maharaj hat gesagt, er hat zwei Hauptaufgaben gehabt. Einer Bhakti Vijnana Gosvami Maharaj und einer ist Bhakti Vijnana Bharati Gosvami Maharaj. Die haben so enthusiastisch Dienst geleistet. Also wunderbaren Dienst. Jede Konstruktion, große Dienste. Ist Srila Bhakti Madhav Goswami Maharaj hat die Verantwortung zum Naradram Brahmachari gegeben. So jeder Tempel, 36 Tempel, 36 Tempel, die sind alle vom Madhav Goswami Maharaj gemacht worden. Basically by the plan of Srila Narottama Brahmachari. So, der Srila Narottama Das Brahmachari, der hat den Plan gemacht, der war Ingenieur. Obwohl er keine Ingenieurausbildung gehabt hat. Yeah. So small mott, but so nice facility for our devotees. He keeping in mind the devotees can get old age. How they can maintain to stay there? Also der hat so genial das geplant, also obwohl er keine Ausbildung gehabt hat von einem Ingenieur, aber er war so intelligent, er hat gewusst, wie das plant, auch für ein Alter und so unglaublich ausgelegt in Städte, auch die Tempel, so intelligent gewesen, super intelligent. So jedes Problem, was aufgekommen ist, nachdem Srila Bhakti Madhav Goswami Maharaj gegangen ist, sind sie alle zu ihm gegangen und haben ihn gefragt, was zu machen ist bei irgendwelchen Problemen. Sei gut, der hat zu ihm gesagt. Irgendein Problem, was du hast in deinem Leben, nachher geh zu Srila Bhakti Vijnana Bharati Gosvami Maharaj. One day I was discussing some point with Srila Bhakti Vijnana Bharati Maharaj. Einmal hat er gewisse Punkte mit Srila Bhakti Vijnana Bharati Gosvami Maharaj besprochen. Bhakti Vijnana Bharati Gosvami Maharaj in his room in Calcutta. In seinem Zimmer in Calcutta. Maharaj hat gesagt, du denkst, dass ich durch so viele Bücher gegangen bin. Jeder denkt, ich habe so viele Volumen von Büchern gelesen. Nein, wir haben keine Möglichkeit gehabt, durch so viele Bücher zu gehen. Nur wir haben gehört vom Guru Varga. Das ist what kind of assets the Maharaj having. Maharaj used to laugh. You think I have gone through volumes of Also er hat dann gesagt, du denkst du, dass ich wirklich durch so viele Bücher gegangen bin? Everybody misunderstand. Und jeder missversteht es. Actually, we got no chance. Always seva and seva all the time. Vaishnava seva, Er ist ständig eben im Dienst gewesen. Guru Seva, Dham Seva, Nam Seva. No chance to go through books. Nicht die Chance, dass er eben Bücher lesen hat können. Aber doch hat er die ganzen Juwelen vom Siddhanta gekriegt, von seinem Guru Varga. All their sweet association is my assets. All ihre Gemeinschaft, das ist mein Guthaben, mein Vermögen. So much patience. One day, you see, long ago, not today. Also lange Zeit her. Maybe Srila Bhakti Vijnana Bharati Gosvami Maharaj was there. Maybe, I cannot remember. Suddenly, Srila Jajavar Goswami Maharaj took decision
to go there in Allahabad there, Also einmal because wollte there is actually, Jajaba Maharaj nach Allahabad gehen, because this big, festival going on. What festival? Kumbh Mela. Big festival. da ist die Kumbh Mela. Last time, Jajaba Goswami Maharaj took decision. Last time. Jajaba Goswami Maharaj zum No letzten time. Zeitpunkt hat er Last gesagt, time he took decision to go there. okay, lasst uns dorthin gehen. So when all Brahmachari So wenn dann die ganzen Brahmacharis got information, Srila Jajaba Goswami Maharaj gehört haben, dass Jajaba Goswami Maharaj kommt, dann diskutieren sie zwischen ihnen. where we can allow Maharaj to stay. So, wo kann man einen Maharaj unterbringen? Da schlaft der, da schlaft der. Wo kann man jetzt Jajaba Goswami Maharaj schlafen lassen? Oh, last time he is speaking, no time or disturbance. Then Narottama Thakur hear this point. Und Narodam Das Thakur hat dann den Punkt gehört und ist gekommen vor denen. Was ist das Problem? What problem? What happens? Was ist No, passiert? actually, it's like Jajaba Goswami Maharaj will come in the last moment and no place there. So, Jajaba Goswami Maharaj kommt Don't im letzten speak Moment about this point. und da ist kein Platz, also sprich nicht über den My place Punkt. is Mein there. Platz ist Where you da. can sleep. You need not play your head over there. Also My wo place willst is du there. dann I can schlafen? allow my Ich Guru lasse ihn auf Varga, meinem Platz Jajaba schlafen. Goswami Maharaj there. Jajaba Goswami Maharaj wird da So schlafen. nice, elevated devotees, personal associate of Du musst dir Prabhupada. I'm very keinen lucky. Platz I im can Kopf give my machen, place. Who are you to speak? First remark about that. wo ich schlafe. Stop fighting. Also hört auf, jetzt da zu reden und streiten. He is sleeping outside. Und er hat ihm den Platz gegeben und er ist außen geschlafen im Sand. What to speak more? What to speak more? Srila Bhakti Goswami Maharaj used to stay with Srila Bhakti Vijnana Gosvami Maharaj for 36 years approximately. Also er war mit ihm 36 Jahre Because Guru Maharaj ungefähr never wanted to zusammen. make any temple, nothing, no disciple. Guru Maharaj wollte nie irgendeinen Tempel He machen was so niskinchan. und irgendwas, er war so niskinchan Somehow Guru Maharaj used entsagt. to lead his life. Er hat halt irgendwie sein Leben gelebt. But last moment actually, Aber im letzten a king of Moment, Bardhaman, Rai der Bahadur König von maybe, Bardhaman, he giving some temple, Ananta Vasudev temple to er hat Guru ihm einen Tempel gegeben, einen Ananta Vasudev Tempel zum Guru Maharaj im Jahr 1956. If I am not making any mistake, if I can remember, in the year of 1956. That time, that king, Zu Bardhaman, der Zeit der King Raja, von king of Bardhaman, Bardhaman, giving one temple to Guru Maharaj. der hat ihm den That was Tempel the first gegeben. temple of my Guru Und Maharaj. das war der erste Tempel von Guru Maharaj. Last, first, temple of my Guru Maharaj, Ananta Vasudev. When temple was first, taken, first, there were snacks and everything. Also da seien sogar große Schlangen in dem Tempel gewesen. Und betrunkene Leute haben dort gewohnt. Und dann in der Nacht haben sie Karten gespielt. Card with money. Used to drink. When they got information that one sadhu Und wenn die jetzt die Information gekriegt haben, Bardhaman Raja going to hand over this temple dass to der a Bardhaman nice Raja devotee, they den become very Tempel angry. zu den Devoten gibt, dann sind sie ganz ärgerlich geworden und wollten mit Guru Maharaj streiten. Und Guru Maharaj war ganz demütig. Can never fight with people. Then actually, those drunkard, they took decision to break the deity there, Ananta Vasudev deity, and throw into Ganga. They enter into temple with, Und die Betrunkenen, die haben dann dort die Deity genommen und haben dann auf die Deity zerschlagen. they enter into temple, they wanted to break hammer. Also die wollten mit dem Hammer, wollten sie die Deities Then, zerbrechen. from backside one big Und dann snack von hinten ist standing.
große Schlangen kämen und dann haben sie alle ihre Sachen weggeworfen, ihre Hämmer. Und Ananta Vasudeva hat dem selber das geschützt dann. So ist nichts passiert in die Deities. Und nachdem haben sie alles gereinigt in dem Tempel. Guru Maharaj, da war kein Ort für ihn, wo er sein hat können. Das ist ein ganz kleiner Ort, wo Platz. So. Da sogar wenn es da geregnet hat, hat er einen ganz kleinen Platz gehabt, wo du so hocken kannst. Und er war allein auf so einem Quadratmeter, ganz eine kleine Veranda. Und da hat es geregnet in der Nacht, im Winter, in der Regenzeit, kein Platz. Also so ergebener Vaishnava. Also wenn dann der Tempel, der ist dann aufgemacht, hat er aufgemacht an Radhastami. Und er hat das eben von Srila Bhakti Vijnana Bharati Gosvami Maharaj gehört. Er hat zu ihm gesprochen. Srila Guru Maharaj Bhakti Vijnana Maharaj and some brahmachari, I also going with Maharaj there in Ananta Vasudeva temple. We find tomorrow is big function, but there is no article, nothing. No, nothing. Not even one utensil. Also da war dann eben zu der Einweihung, ist dann Narotam Brahmachari hingegangen und hat sich gesagt, oh, wie morgen ist das so ein großes Fest, aber da ist noch nichts organisiert. Keine Töpfe, kein Prasadam, gar nichts. Und er sagt dann, ja, Krishna kann ihm alles machen. You can go to that house, they have nice, utensil, big, utensil. They can give in und er hat zum Narotam Das Brahmachari gesagt, du kannst zu dem Haus gehen und holst gewisse Töpfe und so. Für große Veranstaltungen braucht man eben ganz große Töpfe. Und dann ist alles nach der Reihe auf einmal eingetroffen. So Ananta Vasudeva hat das alles organisiert. Bis in 2 und 5 Stunden ist alles organisiert gewesen. Ganze Hügel von Sabji, Reis, Dal, Ghee und alles. Und Bharati Gosvami Maharaj hat sich gedacht, oh, wie ist das möglich? Und alles war... Das Gleiche ist mit Madhavendra Puripal. So er will ein großes Fest machen, aber wer ist da, um das zu organisieren? So Krishna selber. So Madhavendra Puri, der hat nicht einmal eine Kleidung, er hat nur Kopien. So wie ist es möglich, so eine große Veranstaltung zu veranstalten? So, da ist Krishna selber organisiert es dann. Also für so reine Vaishnavas, da hat Krishna die komplette Verantwortung, um alles zu organisieren. Also wir müssen 100% glauben an das haben. So wir wollen nicht irgendwo Geld deposieren oder auf die Bank legen. So, das tun Vaishnavas nicht. Also Krishna organisiert bei solcher Devotees alles. Du wirst so ergeben sein. Cutting sabji, everything done, and from morning time, Srila Narottam Brahmachari, that time Narottam Brahmachari, actually, who is Bhakti Vijnana Bharati Maharaj, is speaking, me, I myself, and some Brahmachari, two started cooking.
Brahmachari Narottam hat dann eben angefangen zu kochen mit seinen. Also der hat für 1000, 2000 Leute hat er dann gekocht. Bhakti Vijnana Bharati Maharaj speaking this way, Maharaj, you cannot believe me. In my whole life, I never saw that kind of big function. In meinem ganzen Leben habe ich nie so große Veranstaltungen gesehen. Er hat es selber gesagt, das Srila Bhakti Vijnana Bharati Gosvami. Du kannst nicht glauben, niemals habe ich so eine große Veranstaltung gesehen. So viele Leute, was dort Prasadam genommen haben. In the history of Gauriya Vaishnava Samaj, a spectacular thing. Like in Gauriya Vaishnava society, Narottama Thakur making one big function, arranging there in Keturi. Also Narottam hat da in Keturi eine große Veranstaltung veranstaltet. Also da war nie so eine Veranstaltung. Bhakti Vijnana Bharati Maharaj, as per Bhakti Vijnana Bharati Maharaj, Bhakti Vijnana Bharati Maharaj speaking, never in my life I saw this kind of big function to happen. Also Srila Bhakti Vijnana Bharati Gosvami hat gesagt, nie hat er so eine Veranstaltung gesehen. Thousands of people coming, taking prasadam, so they are dancing, so palatable. Tausende von Leuten haben so ausgezeichnetes Prasadam zu sich genommen in der Zeit. Und Narottam Brahmachari hat gekocht. So Maharaj hat gesagt, wenn alle großen Vaishnavas also Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj hat das organisiert, weil das Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, aber jeder weiß, das ist dann genau von Krishna organisiert. First batch started taking prasadam. Jajabha Goswami Maharaj, Bhakti Goswami Maharaj. Zuerst haben Jajabha Goswami Maharaj, Madhusudan Goswami Maharaj, Madhav Goswami Maharaj den Prasadam zu sich genommen. Sridhar Goswami Maharaj. Maharaj sagt, bevor die angefangen haben, das Prasadam zu messen, wo sie gesagt haben, Jai, so ein Chai haben wir noch. Hat er gesagt, er hat nie so ein Chai Kara in seinem Leben wieder gehört. Langes Chai Kara und Kirtan. Und nachdem haben sie dann Prasadam zu sich genommen. So einzigartige Begebenheit. So, you know, and Narottama Brahmachari, Bhakti Vijnana Bharati Maharaj speaking, und Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami hat gesagt, er fühlt sich nie müde, auch nachdem er so viel Dienst gemacht hat, fühlt er sich irgendwie müde. Wenn er Guru Seva macht, Vaishnav Seva, fühlt er sich niemals müde. In seinem ganzen Leben, sagt er, in seinem ganzen Leben, wenn immer ich einen Dienst geleistet habe, dann habe ich ganz enthusiastisch hat er den Dienst stattgenommen. Er hat die ganze Verantwortung übernommen. Also die ganzen wichtigen Dienste sind alle von ihm ausgeführt worden. Von Bhakti Goswami und Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami. And he got, you know, Harinam, Diksha, der hat Harinam und Diksha, Brahmachari Vesh, Sannyas, alles von Srila Bhakti Madhav Goswami. Er hat das selber, Diksha, Shiksha, Vesh, alles von Bhakti Pramod Puri Goswami gekriegt. This way actually, at the same time maintaining purity. Und zur selben Zeit hat er komplette Reinheit gehalten. Also so Reinheit. Maharaj hat für 2 Tage gefastet.
And here special order from police department, some problem happening. 144. 144, one law. So 144 ist Art von Gesetz. So da ist ein rechtlicher Punkt. So wenn so ein Polizeidepartement gebunden ist, arrange for 144. If 144 Dara is effective, then nobody can gossip. No two people can stay together. If police say, police can fire. Also da gibt es so ein Gesetz, wenn das ausgehängt wird, nachher kann die Polizei sofort schießen, auch wenn da zwei Leute zusammenkommen. So das war eine spezielle Aussage von der Polizei und er hat vorgefunden, dass das jetzt 144 ist. Dann ist er zum Polizeidepartement gegangen und hat mit ihnen gesprochen und hat gesagt, für 2 Tage fastet er jetzt. So ihr müsst organisieren, dass er jetzt kocht. Und die Polizei hat dann neue Töpfe gegeben, wo er dann kochen hat können. Und mit den Töpfen ist er dann nach Midnapur. Das Bhakti Gosvami Maharaj, Shantan Gosvami Maharaj, die sind alle zusammen gewesen da, in der Mat. Nachdem Srila Prabhupada gegangen ist. During Parikrama party, Gaur-Mandal Parikrama, nach dem Gaur-Mandal Parikrama, Gurudev and all devotees, they are taking some light snack. Gurudev und alle haben ganzen leichte Früchte oder irgendwas zu sich genommen, aber Narottam hat nichts zu sich genommen. Madhav Goswami sagt, warum nimmst du nichts zu dir? Actually, this Gurudev, I cannot take because this, I heard from you, this is not proper place to take prasadam. Er sagt dann, das ist kein Platz, wo man... Actually, they are telling means making oil. Eben, In their house, die machen Öl auf dem Land und dort ist der Brahmana nicht da. Es ist verboten, dort zu essen. So Narottam hat nichts gegessen. Er hat gesagt, wie kann er jetzt dort Prasadam? Also das ist so ein einzigartiger Ort. Auf so einem Ort ist das ist Gauradam, da gibt es kein so ein Judgment. So, das sind alles Devotees. Und Bhakti Vijnana schreibt eben den Satz, dass diejenigen, die was ganze Low-Kaste sind, eine untere Kaste, die was sogar das Hundefleisch kochen. Das ist Navadvip Dham, transzendental. Jagannath Das Babaji Maharaj hat den gleichen Punkt gesagt in Surya-Kund. Just in Surya-Kunda I was doing bhajan, and just you can see that Jagannath Das Babaji Maharaj, Surya-Kunda, that Kunda is there, this part Surya Narayan Mandir, and just that part Jagannath Das Babaji Maharaj used to do. Still today, those Brajavasis, they put pressure on me, Baba, you come and take responsibility here. I say, if I take responsibility here, I cannot do Sat Prabhupada. I can do only Harinam. Then it will be like.
Also die Brajavasis, die wollen auch, dass er der Heide Anna chantet. Aber nachher kann er eben nicht den Dienst von Prabhupada ausführen, deswegen kann er nicht dorthin gehen. And another, big devotee, his name is actually, I forget, and Sujokunda, his name is, I forget. I can remember. It's very Madhusudan Das Babaji Maharaj, who got Siddha Pranali from water, inside water. Madhusudan Das Babaji Maharaj, der hat Siddha Pranali von dem Surya-Kant Wasser gekriegt. In einem Stein ist es dann geschrieben gewesen. Radharani selber hat es gegeben. Also da ist ein Ort, wo die Radharani ihre Krone auf dem Stein hebt. Though I don't know how to do bhajan, but by the mercy of Krishna, So from there, at the last time, Jagannath Das Babaji Maharaj came here in Gaurdam. Und nachher ist Jagannath Das Babaji Maharaj nach Gaurdam gekommen. Last time, Jagannath Das Babaji Maharaj came here in Gaurdam. He used to stay there in Surya-Kunda, there. Also ist dann nach Surya-Kunda gegangen. Zuerst und dann in Gaurdam. One day, how and why Jagannath Das Babaji Maharaj coming from that place there, Gaur-Kishore Babaji Maharaj also. Also warum ist Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj, Jagannath Das Babaji Maharaj sind gekommen? Von Nandagaon und Surya-Kund zu Navadip. Long time doing bhajan. Why? Warum? One day, actually, Jagannath Das Babaji Maharaj going to a house of a sweeper. Sweeper, low caste. Eines Tages ist Jagannath Das Babaji Maharaj zu einer Person gegangen, der war so Straßenkehrer. Und der hat ihn gefragt für Chapatis. Und die anderen Vaishnavas haben sich gedacht, aber warum gehst du dorthin zu dir und bettelst dort Chapatis? Er sagt, oh Maya, bitte gib mir Chapatis, Mutter. Du kommst in mein Haus, ist es möglich für mich, dir Chapatis zu geben? Nein, geh, alle die Dorfeinbewohner, die können mich schlagen. Wir sind ganz untere Klasse, von uns kannst du nichts nehmen. Uday Singh, der hat da geweint vor ihm, er hat so viel Dienst gemacht. Aber die Leute vom Dorf haben ihm niemals erlaubt, im Surya-Tempel zu gehen. Und weil er immer untere Kaste war, haben sie ihn nicht eingelassen. Still today, this kind of strict rules are there in Brajadam. Heutzutage sind die ganzen strikten Regeln noch in Brajadam. Jagannath Das Babaji Maharaj ihm gesagt hat, oh, gib mir Chapati. Nein, für die habe ich keine Chapatis, ich kann dir nichts geben. Die ganzen Dorfbewohner, die werden mich schlagen für das. Ich habe keine Chapati. Sind fertig. I know 4 chapatis are there inside your pot. Go and open and find 4 chapatis there. Und Jagannath Das Babaji Maharaj sagt dann, ich weiß, dass du noch 4 Chapatis in deinen Töpfen hast. Woher weißt du das? Sagt sie, na, geh dort und bring dir Chapatis. Same thing happened. Brajadam is very unique Dham, you see? So das ist Brajadam. One Naga Baba, Siddha Mahatma. Und Naga Baba, Siddha Mahatma. His name is Naga Baba, he is from Nimbarka family. Nimbarka, One day also he ist is von der reaching one Nimbarka house Sampradaya. of Brajavasi. He is not speaking anything. No chapati, nothing. Only used to Kommt zum Haus, drink milk. hat
nimmt keine Chapatis, er trinkt nur Milch. Und Baba, der war so ein großer Devotee, keiner hat ihn verstehen können. Er hat nur Kopins tragen, in der Wintersaison, im Sommer, in der Regenzeit, nur an Kopin und dann Turband. Und jeden Tag hat der Baba die Arati in Vrindavan, in Govinda Dev, dort angeschaut. Es war 600 Jahre zurück. Und Baba hat dort die erste Morgen Arati geschaut und danach hat er gechantet und ist gegangen. Er ist von Vrindavan gegangen zu Varshana, zum Govardhan, alles in einem Tag und hat chantet. Das hat er jeden Tag gemacht. Und an einem speziellen Platz ist er einfach da gestanden. Und er muss nicht einmal fragen, das bedeutet dann, dass er Milch will. Und einmal ist eine alte Frau, Brajamaya, gekommen. Und die alte Frau hat dort Chapatis gemacht. Wooden piece is there. He is sitting on that wooden piece and making chapati. And that Mataji testing. Also der Mataji, Naga Baba, how high class devotee. Die testet ihn jetzt. Today no milk. Heute hab ich keine Milch. Geh. Today no milk. Keine Milch. I cannot give milk to you. Speaking this way. Heute kann ich dir keine Milch geben. Zum Naga Baba. Naga Baba smiling. Und er lacht. But Naga Baba never speaking anything. Only silent. Sometimes speaking. Er spricht nichts, er ist nur. Today no schweigt milk is immer. there. You can go away. I cannot give milk. Naga Baba straightway coming. The wooden structure on which Mata Brajamaya is sitting, it displaced. And from one hole was there. From there, milk he take and drink and go away. Because you already know Mataji putting one pot of milk there for me inside that, one bowl, just to test Baba. Put one wooden piece. Today is no milk. It's coming. Wooden piece display and get that pot of milk, drink and go away. So now today actually Jagannath Das Babaji Maharaj speaking. Hey! Also Jagannath Das Babaji Maharaj, der sagt, oh, das sind 4 Chapatis. Getting chapati? Big fighting going on between the Brajavasis. They are speaking all rubbish. Und die Brajavasis, die sprechen dann gegen Jagannath Das Babaji Maharaj. Jagannath Das Babaji Maharaj ist ärgerlich geworden. Oh, bist du verrückt worden? Du nimmst Chapatis von den Shudras, von den Straßenfegern. So, du bist ein großer Devotee. Und Babaji Maharaj ist dann auch ärgerlich geworden. Er hat gesagt, das ist Brajadam. Wo findest du da untere Kaste und obere Kaste? Das ist Uppercut. Foolish, du bist ganz dumm. Und zu dem Zeitpunkt hat dann Babaji Maharaj den Brajadam verlassen und ist nach Navadvip gegangen. Bihari, I am not going to stay here anymore. They are fighting with caste and color. This is Brajadam. I can develop some aparad here. Better I can leave this place. Also die machen sich was draus über die Hautfarbe und Kaste. So, ich werde den Platz sofort verlassen und werde nach Navadvip gegangen. Du kannst mir auf dem Korb tragen. Das sind 2000 Kilometer. You can take me on basket? Basket? A long distance, how I can do? So, wie ist es möglich? Das sind 2000 Kilometer.
So, versuch einfach, du kannst machen. Und er hat dann, Babaji Maharaj hat er dann genommen auf den Kopf, auf seinen Kopf. Und es war dann wie eine Feder, wie Watte, so leicht. Er hat sich so gefühlt, als wie kann er ihm da. So Narodam Brahmachari hat ihm auch gesagt. Otherwise you cannot understand. Navadvip and Vrindavan are all unique, excellent, unparalleled, unbeaten. There is no question of any doubt. So Navadvip und Bhajadam, da gibt es keine Zweifel. Es sind alles transzendentale Plätze. Und von der Zeit hat der Narodam Brahmachari angefangen zu essen auf solche Orte. So. Er hat so ein hohes Gedächtnis gehabt. Erinnerungsvermögen. Wie sei Gurudev. Wie mit 98 Jahren hat er sich an alles erinnern können. Bhakti Vijnana Bharati Gosvami Maharaj genau dasselbe. So ein starkes Erinnerungsvermögen. Sogar in seinem alten Alter. 78, 80, er hat sich alles erinnert, was dort passiert ist in seiner Kindheit und das und das. Aber wenn er eine Person einmal getroffen hat, vielleicht irgendwo in Jalandhar oder da und da, also er hat genau gewusst, zu was für Zeit und was für ein Ort. Yes, I saw you in Dehradun. That year, answer, you came to in front of me. How you can remember? So strong memory. Oh, scriptural analysis, everything. He used to speak on the basis of all Harikatha he heard from Guru Varga. That is the main asset. Ours is Sautopantha. Alles, was er gehört hat, hat er eben so weitergeben können. Also unser Weg ist Shrauta-Pantha. Du kannst so viele Bücher lesen, aber wenn du die Chance hast, vom Guru Varga zu hören, nachher wirst du erfolgreich sein. Ansonsten nicht, weil das ist Shrauta-Pantha. So Mahajano Jeno Gato Sapantya. Don't try to break rules. I can go on discussing this point, that how to organize your bhajan life very perfectly. Don't run here and there, you can die. Also rennst nicht dort und dort hin. Du kannst überall hingehen, aber But I am crying, you can lie. I know what to do. This way actually, today I am bound to stop my speech here. I am praying unto the lotus feet of Srila Bhakti Vijnana Bharati Maharaj. Also stoppt jetzt die Rede da und betet zu Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami um das Siddhanta-Gyan, die Kapazität, den Acharan. That I can get up to the last moment of my life. Even after leaving this body, if I go somewhere, there also I can maintain. Dass überall das erhalten kann. So. Vaishnava Namo Namah. Also ein wichtiger Punkt hat er jetzt noch. That Achinoti Josvaswartham, this point I can discuss next day. An effective Acharya, how you can speak, he is effective Acharya. Also wer ist jetzt ein effektiver Acharya? Effective Acharya doesn't mean that he can make thousands of disciples. Also effektiver Acharya bedeutet nicht, dass er 1000 Schüler hat. Es bedeutet, dass er dir hilft, als es Siddhanta und Acharan selber zu befolgen. Der kann einen Stempel in dein Herzen machen. Das ist ein erfolgreicher Acharya.
time, Purnamasi day, next coming, Purnima, Guru Purnima, I can discuss morning time.